So, servus und willkommen zum neuen Video. Ja, ich weiß, dass lange nichts mehr gekommen ist, da ich einfach viel zu viel Arbeit hatte, wie Renovierung, Holz machen, programmieren und noch dieses riesige Video schneiden. Aber jetzt kommt endlich wieder was, also alles gut. Da ich mich ja in letzter Zeit sehr viel mit VR auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video über VR-Chat. Ich meine, ist ja auch einer der beliebtesten Spiele im Steam oder Oculus Store. Deswegen laden sich auch wahrscheinlich sehr viele, die eine VR-Brille besitzen, runter. So, wenn ihr VR-Chat startet, werdet ihr wahrscheinlich erstmal in einer kleinen Welt spawnen, wo ihr euch einen Avatar aussuchen könnt. Und in Portale reinlaufen könnt, um in andere Welten zu kommen. Wenn ihr vielleicht schon etwas mehr geschaut habt, werdet ihr auch ziemlich schnell auf die Idee kommen, in die Waldsuche German einzugeben und in Kartoffelbeet landen, was so der deutsche Server ist. Aber die meisten wissen gar nicht, dass VR-Chat sehr viel mehr ist als das. Ich meine, man trifft sich mit anderen Leuten, kann in die verschiedensten Welten. Und um es ganz kurz mal gezeigt zu haben, von was ich rede, ja, man kann zum Beispiel in die verschiedensten Musikwelten. Ach ja, alle Weltennamen werden übrigens oben links ganz klein angezeigt. Man kann zum Beispiel zusammen Musik machen. Willkommen zurück. Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen sind sie da zu Haus. Es ist echt hart, fuck my life. Immer wird's das geben, einer, der trickst dich aus. Ich krieg das nicht, ich kann nicht singen mit der Stimme. Mit der Stimme kann ich nicht heute, Mann. Becker, du musst singen. Ich kann nicht singen. Ja, aber in meinem letzten Song hatte sie trotzdem ein Feature, den ihr euch übrigens gerne mal anhören könnt. Sie mag wieder ERP, das ist ihr Lebensstil, denn wenn sie horny wird, dann nimmt sie jeden hier. Man könnte sogar in VR Instrumente spielen. Nein. Oder in Clubs gehen, wo die verschiedensten DJs auflegen. Oder in den ein oder anderen Orten den Leuten beim Tanzen zuschauen, wo echt die verschiedensten interessanten Dinge gemacht werden. Das ist ja nice. Das ist auf dem Boden, nein. Ja, das ist geil. Das ist so nice. Ja. Richtige Show hier. Ja, sowas hatte der eine letztens auch. Das war auch richtig krass. Jesus einfach erschlagen von irgendwelchen komischen Dingern. Der eine mit dem Bett war mit der... Man kann aber auch in Avatar-Welten, um sich neue Avatare zu suchen. Man könnte aber auch etwas bessere über eine Webseite kaufen. Oder auch einfach über Blender selber welche machen, wenn man es denn kann. Aber das ist sehr kompliziert. Meine erste Figur sah zum Beispiel so aus. Oder man könnte auch ganze Welten für VR-Chat machen. Man könnte zusammen ein Bild malen, riesige Kunstwerke erschaffen. Ich weiß, es ist ein Albtraum. Mit seinen besten Freunden Filme schauen. Und ja, die Auswahl ist echt extrem groß. Ob das Filme, TV-Shows, Animes, Serien, was es ich sind. Man kann fast alles schauen. Und wenn nicht, kann man auch eigene Links eingeben. Das ist Free City.
Man könnte aber auch ganz andere verrückte Sachen machen, zusammen kuscheln oder sogar in die Richtung ERP gehen. Was bedeutet die Abkürzung ERP in Chats? Die Abkürzung ERP steht in Chats meist für Erotic Roleplay, also erotisches Rollenspiel. Kommt auch häufiger auf Twitter vor. Das einzige, was man leider noch nicht in VR machen kann, ist Essen, sich duschen oder baden oder aufs Klo gehen. Und ja, das sollte vielleicht auch besser so bleiben. Aber es gibt auch andere echt coole und wunderschöne Welten, wie diese hier, die sich in den verschiedensten Landschaften abspielen und in verschiedensten Style gehalten sind, aber alle echt wunderschön aussehen. Es gibt aber auch echt riesengroße Welten davon, die echt extrem interessant anzuschauen sind. Ob das jetzt so eine ist, wo man einfach nur durch Wälder und verschiedene kleine Gebiete läuft. Oder ob das jetzt einfach eine ist, wo man eine ganze Story durchlebt. Is your story. Ah, you finally arrived. Quickly now, we don't have much time. Es gibt auch diese wunderschöne Welt hier, in denen ganz viele Roboter und kleine süße Kätzchen leben, die mich übrigens auch extrem an das Spiel Stray erinnert, das vor kurzem rausgekommen ist. Ist ein echt cooles Spiel, kann man sich mal anschauen. Mir hat es auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Oder hier ist eine Welt, die durch das, was man da alles läuft, fast schon eine eigene Geschichte erzählt. Ich muss das auch teilweise in bis zu 10-facher Geschwindigkeit abspielen, weil es einfach viel zu groß ist. Das muss man eigentlich fast selbst erlebt haben, aber ich habe es jetzt doch mit reingenommen, einfach um es gezeigt zu haben. Während ich hier durchlaufe, könnt ihr übrigens, wenn euch das Video gefällt, gerne ein Abo und ein Like dalassen. Und vielleicht einen Kommentar, was man noch im nächsten Video alles machen könnte. It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright, you just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams,
It's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry, I know you can't see it, but maybe all these things happen. Man kann aber auch Spiele zusammenspielen, wie zum Beispiel irgendwelche Trinkspiele. Oh, würfeln. Gönn dir die Würfel. And one day things will get better. You just gotta get through the storm. Sitzt schon wieder echt auf meinem Sack, das ist ja okay gerade. Kiss Ass. Kiss Ass, let's go. Oder Simulatoren. Oh mein fucking Gott, wir werden noch sterben. Oh Gott. Gut, also nach New York. Die müssen sich erstmal stabilisieren, Digga. Oh Gott, mir ist so schlecht, heilige Scheiße. Heilige Scheiße, gerade gegessen. Nichts rückwärts, wie machst du? Brettspiele oder auch Card Games, die mir übrigens echt ziemlich viel Spaß gemacht haben. Es gibt aber auch einige nachgemachte Spiele. Die Leute, die eine eigene Konsole daheim haben, werden die Spiele wahrscheinlich auch erkennen. Hier für euch mal ganz kurz gezeigt. Zum Beispiel Animal Crossing, Super Mario Sunshine, Minecraft, Just Dance, So you're a tough guy, like you really. Mario Kart 8, Beat Saber, Super Mario Galaxy, oder auch Genshin Impact. Ich habe aber auch schon versucht, ein paar eigene Spiele zu machen. Eins ist zum Beispiel in der Welt Neon Room von mir zu finden, was bis jetzt aber leider nur im Singleplayer funktioniert. Ich habe aber auch schon versucht, mein eigenes Spiel Move and Die nachzumachen, aber es ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber es wird auf jeden Fall noch kommen. Ich kann aber jetzt schon sagen, von den Effekten her wird es nicht an das Original rankommen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das immer noch in der Videobeschreibung von meinem Trailer runterladen. Ich meine, das war auch echt ein Riesenhaufen Arbeit, diese ganzen Nodes zuzuordnen, das ganze Skript zu schreiben und so weiter, während das bei Unity alles irgendwie ein bisschen einfacher läuft. Ich habe mir auch extra ein Linux-basiertes Gerät gekauft, damit ich das für Linux rausbringen kann, aber das Spiel lief da auf 0,3 FPS, deswegen eine Sache der Unmöglichkeit. Das für VRChat rauszubringen und in Unity zu importieren, war dagegen viel einfacher und deutlich simpler zu programmieren. Ich muss aber auch sagen, mir ist aufgefallen, dass Unity nicht mal bis 20 zählen kann. Sobald er bei 20 ankommt, setzt er aus irgendeinem Grund eine 1 vorne hin. Was ich aber auch ganz interessant finde, ist die Entwicklung von VRChat. Ich meine, angefangen hat das mit einer Firma, die sich sehr viel mit Virtual Reality auseinandersetzt. Und damit sich die nicht nur in den Voice-Chat darüber unterhalten, sondern sich wirklich in einer virtuellen Umgebung treffen können, um da miteinander das Thema zu diskutieren, hat Graham Galer VRChat entwickelt. 2014 wurde es dann das erste Mal für Windows und Oculus Rift veröffentlicht und 2017 dann im Steam Store und für Oculus Quest. Und das war anfangs eigentlich nur ein kleiner blauer Raum mit einem blauen und einem roten Roboter. Wenn man sich die alten Videos von VRChat anschaut, kann man auch ziemlich gut beobachten, wie sich das immer weiterentwickelt hat. Zum Beispiel von der UI oder von den Avataren oder auch von den Welten, wo man immer mehr Möglichkeiten hatte.
bis zum heutigen Standpunkt, obwohl sich da mittlerweile auch wieder eine Kleinigkeit geändert hat, und zwar, dass es jetzt auch noch VR-Chat-Groups gibt. Das Ganze funktioniert auch nicht nur mit VR-Hardware, sondern auch mit Desktop-PCs, kleinen Desktop-Konsolen wie zum Beispiel das Steam Deck, wo man sogar einige weitere Steuerungsmöglichkeiten hat. Aber es ist auch interessant, dass es auf einer Android-basierenden Oculus Quest läuft. Nur die Unterschiede zu Android und Windows kann man hier ziemlich gut erkennen. Coole Features, die zum Beispiel die Quest 2 hat, was nicht jede VR-Brille hat, ist zum Beispiel Handtracking ohne Controller. Es werden aber auch schon echt coole andere Erfindungen gemacht, wie zum Beispiel Haptik-Feedback am Mund. Dann könnte man zum Beispiel spüren, wenn einen jemand am Mund anfasst. Ich meine, wer mein letztes Video über VR schon gesehen hat, weiß, dass es so Dinge wie Room Scale, Full Body Tracking, Gesichtstracking oder Haptics Feedback gibt. Auch wenn ich leider noch nicht alles habe, wie zum Beispiel Haptics an den Füßen, an den Armen oder im Gesicht. Oder auch das Teil, wo man auf der Stelle laufen könnte. So, damit ihr auch mal sehen könnt, was ich so in VR mache, was meistens nur aus Reden oder Scheißlabern besteht, habe ich mal so ein kleines Video gemacht. Aber passt auf, dass euer IQ nicht zu sehr dabei sinkt. Ich habe einfach vergessen, wie das mit der Schwerkraft funktioniert. Das ist so... Nee, ich muss neu probieren. Das Problem ist, der hat das in dem Hauptmenü umgestellt. Der wird jetzt ewig so umlaufen, bis es... Jack, ich glaube, der ist komplett irre geworden. Wenn sie ganz viele Tests hat, die bestätigen, dass alle auch so sind, dann fühlt sie sich vielleicht besser. Also gegen das, was ich bin, ist die echt gar nichts. Gegen das, was du bist, naja, also das kann man auch schwer irgendwie übertreffen. Das ist sehr schwierig. Da hast du recht, ja. Naja, mich leckst du zum Beispiel nicht an. Ich leck nicht unbedingt die Jungs an. Das hört sich so irgendwie, ich weiß auch nicht. Wer tut dich beobachten? Stalken? Freundin, die meint, ich bin ja in Kartoffelbeet. Ja, da hat sie recht. Soll herkommen und sich anfassen lassen. Begebnis mit der Desktop-Userin hier in VR-Chat BDSM machen, oder wie darf ich das verstehen? Habe ich noch nicht gemacht, man muss alles mal probiert haben. Ich habe ja immer gesagt, ja, ich will mit ihm ERP machen, dann hat er meinen Schwanz angezogen. Schade. Alles klar. Der ist auch nur Desktop drin. Dann hätte ich mal gewusst, ob das geht. Glaub mir, das ist nicht so gut. Das macht nicht so viel Spaß. Hast du schon mal gemacht? Ich hab mit meiner Ex-Freundin das mal versucht, das war aber nicht so spannend. Und sie hat PlayStation VR gehabt, heißt, dann waren wir im Rec Room. Das war nicht so gut. Ja, wie in Rec-Room. Wie geil ist das denn? Den Witz muss ich bemerken. Ach ja, Rec Room ist übrigens so ein anderes Spiel, wo man so ein komischer Mensch ist, ohne Arme und Beine. Ich finde, dass, wenn du sagst, dass das nicht so gut war, dass eine maßlose Untertreibung ist. Das war echt scheiße. Das ist richtig schlechte Zeit. Videotelefonie. Das haben wir schon gemacht. Und das ist viel besser als Rec Room. Haben wir festgestellt. Normale Telefonie ist besser als Rec Room. Mit Faxgerät ist besser als Rec Room. Ist was dran? Aber ich habe große Hochachtung davor, dass er es wirklich probiert hat und durchgezogen. Also ich hätte das nicht gekonnt. Kannst ja gleich in Animal Crossing irgendwie machen.
Da gibt's wenigstens Beine. Großartig. Aber das ist ja viel weniger wie AA. Ja, aber es wird dann zumindest nicht schlechter. Du kannst viele Gegenstände benutzen. Und Gemüse. Je mehr man den Kopf streichelt, desto mehr Partikel kommen raus. Ich mag die Partikel. Ich glaube, die machen ihn high. Ja, total. Ich sehe lauter fliegende, leuchtende Punkte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie komisch bin, aber wenn keine Musik läuft, werde ich sowas von fucking schnell müde und sag einfach gar nichts mehr. Du bist immer fucking müde, verdammt. Ich glaube, müder geht's gar nicht, oder? Wenn ich Musik ausmache, dann schlafe ich jetzt wahrscheinlich instant ein. Ja. Ich habe eigentlich noch süßere Avatar, warte mal. Willst du ein Neugeborenes aus dir rausbekommen oder warum übst du das so? Oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es gibt Dinge, die muss man nicht hinterfragen. Das sind alle davon. Imagine, du schiebst dir da was rein, das so groß ist wie ich. Ja, ist wirklich so. So groß war der Film. Ist wirklich so. Du kannst das ist, als würde ich von dem 10 Meter Sprungturm einen Jump da unten reinmachen. Nein, mach das nicht. Bleib mal ein bisschen ich weg mach da so von einen mir. Körper rein. Hilfe. Ich bin kein kranker Dino. Ein bisschen Abstand. So. Also hätten wir das auch wieder geklärt. In den Köpfen mancher Menschen gehen kranke Dinge vor. Ich bin 500.000 davon. Finde ich gut. Also, Leute, in dem Sinne wünsche ich euch eine super Nacht. Ich werde nie in meinem Leben vom 10 Meter Sprung mit dem Körper da unten reinmachen. Dafür bin selbst ich mir zu schade als Dino. Und ich habe Angst, dass ich daneben springe und mir den Kopf auf den Boden. Also wünsche ich euch ein gutes Nächtchen. Nein, aber du könntest dich wieder anziehen, weil ich verliere irgendwie den Kontakt zu deinen Augen. So schöne Beine. Oh Gott, es zeigt. Ah, doch, Fußfetisch, ich hab's gewusst. Nein, ich mag es nur, Beine anzufassen. Das ist nicht Fußfetisch, das ist Zeitfetisch. Da kennt sich einer aus. Das habe ich mir gerade auch gedacht, das wusste ich selber nicht mal. Nein? Becker, da erfahren wir gerade Dinge über dich, die wusste ich auch nicht. Aber das Save auch neigt man noch nicht. Nee, ich weiß sowas nicht. Was ist denn heute los mit dir? Bist du horny oder was? Das ist der Schlafmangel. Es tut mir leid. Join mir bitte trotzdem weiterhin. Mach ich. Finde ich gut. Ich meine, wir haben schließlich sehr viel Spaß zusammen. Zwinker, zwinker. Okay, Ja, Gott, das wird zu viel. Mir auch. Weg ist er. Okay. Eine Frau war doch mit den Eiffelturm doch zusammen gewesen. Was? Ich bin sexuell verwirrt, glaube ich. Das ist dann auch mir eine Nummer zu Pisa. Oha, warum liegt da Strom? Warum hast du eine Maske auf? Nee, das wird mir jetzt auch zu viel. So, jetzt können wir ASMR machen. Die schmecken nach Fisch. Nice. Njam, njam, njam. Oh, werden wir damit famous? Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch ein paar Tests gemacht, wo ich gesehen habe, dass introvertierte Leute, die nicht wirklich Leute ansprechen, da nicht viele Leute kennenlernen. Also, wenn ihr da nur da sitzt und nicht viel sagt oder nur zuhört, kommt höchstwahrscheinlich keiner auf euch zu. Den Test habe ich gemacht, indem ich mit einem Zweitaccount fast 30 Stunden nur in Kartoffelbeet rumlag, wo die meisten deutschen Leute sind, und geschaut habe, ob mich jemand anspricht. Und ich kann euch von vornherein sagen, dass solche VR-Chat-Dating-Apps auch überhaupt nichts bringen. Das könnt ihr gleich vergessen, das bringt gar nichts.
Was ihr aber auch wissen solltet, ist, dass ihr dabei trotzdem ein bisschen aufpassen solltet. Weil es gibt Leute, die können euch abhören, indem sie sich in den Boden teleportieren, ihr sie nicht seht und einfach zuhören. Genauso gibt es Leute, die euch dann doxen wollen, euch crashen. Ja, du kannst nicht die Schuld haben. Also ich schau dich Du mal. musst jetzt schauen und dann bist du sowieso gleich raus. Oder auch noch viel größerer Scheiß, was da passiert ist. Ihr könnt euch auch gerne mal diese kleine Dokumentation anschauen, wo ich auch einen kleinen Gastauftritt habe. Das Video ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Stress, Drama und Gecrasherei. Auf einmal so dieses Verlangen nach Drama zu machen. Depression because of VR chat. Don't interact a lot with people. And then all of a sudden my screen turned yellow and I'm like, what is happening? Really racist comments and Honestly should have reacted sooner than I did. At that point that I knew that I needed to put the game down for a while. people cheating on each other and stuff like that. I don't play VR chat anymore. ERP. We did long distance for 4 years. It's all over the place. Wir haben ja alle damals Clients benutzt. 1000 hours. Der Typ ist 40, die ist fucking 14. That happens quite often. IK Crasher, Mesh Crasher, Material Crasher. Ah yes, that killed the game. Kam in eine Lobby rein, wurde blockiert, nur wegen meinem Namen. Quitting helped a lot. I doxed them. There is no friendship and doxing everything. Damals in der Schule angefangen, erster Gedanke VR-Chat. Viele Leute haben sich geschworen, die spielen kein VR-Chat mehr. Hier sitzt einer.